Hallo und willkommen bei Rico Vida Loca! Ja, wir sind da schön Hiberda Brava. Ich zeige euch mal ein bisschen die Umgebung und dann machen wir weiter mit meiner Geschichte Teil 2. Viel Spaß! Es geht los nach dem Intro! Ja, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Stehen geblieben sind wir, wie ich in die Schweiz ausgewandert bin, 2011. Das war genau kann ich mir genau erinnern, der 5. März 2011, da sind wir abgefahren aus Deutschland und am 7. hatte ich meinen ersten Arbeitstag. Genau. Ja, was war meine Motivation? Wie schon erwähnt, Abenteuer, denn natürlich das Geld. Und ja, das mal zu machen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Alleine sein, komplett auf mich gestellt. Und ich bin mit einem Kollege, also mit einem damals ziemlich besten Freund ausgewandert. Aber der hat es nicht lange durchgehalten, ich glaube 2 Monate. Und dann ist er wieder zurück, hat mich da sitzen lassen. Ja, war nicht schön, aber Leben geht weiter, was willst du machen? Ja. Wenn man kurz da erklären kann, wir hatten zusammen erstmal so eine Art Einzimmerwohnung. Da war alles in ein Ding drin, in einen Raum. Da war Bad. Ne, das Bad war noch separat. Das stimmt, das Bad war noch extra abgesperrt. Aber eben, unsere beiden Betten waren da drin, denn die Küche, und das war es eigentlich schon, das eben in so einem alten Sägewerk, 50 Meter neben uns war die Kirche, alle Viertelstunde immer bum, bum. Das war auf jeden Fall schon mal ganz krass. Ja, dann haben wir uns relativ schnell eine Wohnung gesucht in Adiswil. Da hatte jeder sein eigenes Zimmer. Aber da war auch die Miete gleich, das war Neubau, ich glaube 2500 Franken. Also war wirklich eine 3-Zimmer-Wohnung mit 2 Bädern, jeder sein eigenes Bad und so, das war top. Und da haben wir genau 1 Monat da drin gewohnt. Und dann ja, ist er wieder zurück. Ich denke mal wegen der Liebe oder was hat er gesagt. Jedenfalls hatte ich Kurs gehabt nachher in Salzburg. Ich bin mal kurzzeitig unter die Vertreter gegangen, weil ich da Potenzial gesehen hatte. Habe dann mal bei Euroweb, hieß das glaube ich, gearbeitet. Da mussten wir immer telefonieren, Callcenter, Termine vereinbaren und dann Firmen Webseiten verkaufen. Das war der größte Scheiß, den ich je gemacht habe. War mir so peinlich, immer überall anzurufen und den einfach aufzudrängen. Und das Schlimme war, wir mussten noch den Preis, wir wussten, was das Mindeste ist, was wir verlangen müssen, aber wir konnten im Kopf frei entscheiden und mussten ihn dann einschätzen, wie viel wir den abknöpfen können, so ungefähr. Also ich habe mich eigentlich gefühlt wie so ein Mafiosi, so, nicht wie ein Mafiosi, wie soll man sagen, wie so der einen übers Ohr ziehen will, so, wisst ihr? Und das bin nicht ich, überhaupt nicht ich. Ja, dann haben wir die letzte Woche, habe ich dann mit einem anderen Kollegen, der da war, erstmal waren wir in Salzburg, haben da eben so eine Schulung gehabt, damit wir wissen, wie wir da die Verkaufsgespräche führen sollten. Da habe ich mich schon unwohl gefühlt eigentlich so. Aber ich habe gesagt, ja, versuchen wir es mal, weil manche haben da 10, 12, 20.000 Franken im Monat verdient, ne? Die richtigen Topseller. Und ja, Versuch macht klug, sagt man ja immer so schön, ne? Also haben wir es mal probiert. Oh ja, das war die Härte. Naja, jedenfalls habe ich gemerkt schnell, das ist nichts für uns. Oder viele haben gemerkt, das ist nichts für die. Oder ich sag mal, von 100%, die angefangen haben, sind 80% wieder ausgestiegen. Ja. Und dann habe ich mit einem Pablo, ein Spanier, moin Pablo, falls du das siehst vielleicht, schöne Grüße nach Zürich. Ja, den haben wir dann gesagt, ja, das wird hier nichts, denke ich mal. Und dann haben wir mal überlegt, was wir machen und dann haben wir uns immer spontan, wo wir eigentlich auf der Straße rumlaufen sollten und in jedem Laden Visitenkarten einsammeln sollten, haben wir dann immer FIFA bei ihm zu Hause gespielt und haben uns überlegt, wie wir aus der ganzen Nummer rauskommen. Ja, ich habe meinen alten Chef wieder angerufen, wo ich dann schon vorher als Gärtner gearbeitet hatte. Das war eben genau dazwischen. Und ja, genau. Ich habe, glaube 2 Monate da gearbeitet oder 1 Monat. Da hat er mich relativ immer alleine
ja, hart rangenommen, sage ich mal, um zu gucken, was ich drauf habe. Und dann habe ich eben diese Chance gesehen und dann habe ich das gemacht. Ich glaube, das war innerhalb von den ersten 3 Monaten, wo ich in die Schweiz ausgewandert habe. Habe gleich alles durchprobiert. Ja. Und dann war ich ja, wie gesagt, in Salzburg eine Woche und dann auf einmal kam ich wieder zurück und dann lag da eine Kündigung auf dem Tisch von dem besten Freund, sage ich mal. Hat er mir nicht mal direkt ins Gesicht sagen können, dass er ja, wieder zurück auf die Insel geht. Aber ja, bin ich nicht nachtragend. Kontakt haben wir keinen mehr, weil ja, soweit sehe ich irgendwie ja, als unfair an, wenn man einfach das so hinterrücks alles entscheidet. Man sollte sich doch kurz zusammensetzen, darüber reden und dann hätte man wenigstens warten können, bis ich eine neue Wohnung gefunden habe und nicht da auf einmal auf der Straße stehe. Weil das war dann das Thema, wo ich auf der Straße stand. Dann habe ich ja wieder angefangen, bei dem Kollegen zu arbeiten. Ihr müsst euch auch vorstellen, wenn man jetzt da zum Beispiel eine Wohnung kriegt, 2.500 Franken Miete, dann muss man mindestens 3 Monatsmieten als Kaution hinterlegen. Das waren damals 7.500 Franken plus nochmal 2.500 für die Miete. Ja, sind wir schnell mal bei 10.000 Franken. Ne? Wie haben wir das damals zusammengebracht? Ich habe bei meinem Chef ich habe damals auch noch meinen besten Kumpel bei mir in der Gartenbaufirma untergekriegt und der hat auch noch mehr verdient als ich, obwohl er ungelernt war, weil er temporär eingestellt war. Das war auch die Hälfte. Der hat irgendwie 4.500 verdient und 3.000 oder 3.200 als Festangestellter. Das war da eben der Grund, warum ich überhaupt gegangen bin und mir was anderes gesucht habe, da, wie da mit diesen Euro-Web da, sag ich mal, Webseiten verkaufen. Das war eigentlich der Hauptgrund, weil ich das als unfair angesehen hatte, dass ich als Gelernter mit Berufserfahrung einfach mal 1.000 oder mehr als 1.000, ja, 1.200 oder 1.300 Franken weniger, netto, weniger bekomme als einer, der noch nie im Gartenbau gearbeitet hatte und da einfach nur mit der Hände in den Taschen gestanden hat. Also das werde ich nie vergessen. Das war eigentlich der Grund, warum ich so sauer war und der weggegangen bin. Ja, dann bin ich wieder zurückgegangen zu dem, habe den angerufen, ich habe gesagt, du pass auf, ich habe jetzt mal den Monat getestet, das ist nichts für mich. Wie sieht's aus, stellst mich wieder ein? Hat er gesagt, ja, kein Problem, bist ja ein Top-Mitarbeiter und kannst wieder kommen. Also habe ich dann entschieden, bei denen da bei den Euroweb anzurufen, oder der hat mich angerufen, hat gesagt, pass auf, wie war das? Wir haben ihn angerufen, stimmt, vom FIFA-Session in der Halbzeit aus und haben dann, Pablo und ich haben dann gesagt, pass auf, ja, den Namen sage ich jetzt nicht von ihm, das ist nichts für uns, wir fühlen uns unwohl mit der Arbeit und wir möchten einen Aufhebungsvertrag, wir wollen per sofort raus. Dann hat er gesagt, okay, komm zu mir ins Büro, kein Thema. Dann mussten wir eben den Mietwagen, also wir hatten so einen Firmenwagen, haben wir gekriegt, damit wir zu den Kunden fahren können und so, mussten wir wieder abgeben. Mussten wir zu Eurocars abgeben, dann waschen und so weiter und so fort. Das haben wir dann alles gemacht, sind dann am Nachmittag ins Büro und haben dann den Aufhebungsvertrag unterschrieben und dann sind wir im gleichen Schritt raus gewesen. Den nächsten Tag habe ich dann wieder bei der Gartenbaufirma angefangen. Und in der Zeit, da habe ich natürlich mit den Kollegen kam ich mega gut klar. Und dann habe ich eben gefragt, den einen Kollegen, habe gesagt, pass auf, mein Kollege hat die Wohnung gekündigt ohne meine Unterschrift, ohne nichts. Wir hatten den Mietvertrag auf uns beide, habe ich auch nicht verstanden, wie das überhaupt geht. Oder ich musste den unterschreiben oder was habe ich da geschrieben? Ich weiß es nicht mehr genau. Da müsst ihr mich nicht drauf festnageln, ich weiß es nicht mehr genau, weil ja, ich bin immer einer, versuche immer schlechte Zeiten zu verdrängen, damit ich da gar nicht in so einen schlechten Sog reinkomme. Ich erinnere mich mehr nur an das Schöne zurück. Aber wer einmal bei mir denn unten durch ist mit so einem Quatsch, der ist bei mir unten durch. Da ist viel vergessen denn für mich. Genau, und da habe ich den gefragt, ob ich nicht mal bei Ihnen unterkommen kann, bis ich eine neue Wohnung gefunden habe. Und wer schon mal in Zürich gewohnt hat, der weiß, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Wenn man mal eine günstige Wohnung findet, dann stehen da einfach mal 100 Mann auf der Straße und wollen die Wohnung haben. Also, und in der Schweiz ist es eben auch so, wer Schweizer ist, wird bevorzugt. Denn wer C hat, also den Ausländerausweis C, das heißt unbefristete Niederlassung, der wird bevorzugt. Und dann kam ich irgendwann mit B. Ich hatte 5 Jahre Aufenthaltsgenehmigung. Und dann kommt L mit 1 Jahr. Und die haben sowieso die Arschkarte, die kriegen höchstwahrscheinlich keine Wohnung. Und überall, wo ich dann hin bin, und man hat schon gesehen, da sind dann Schweizer oder Papierschweizer, das heißt, die haben sich einbürgern lassen. Oder eben Ausländer mit einem C-Ausweis sind immer vor mir dran, automatisch. Das heißt, es ist sehr schwer, da eine Wohnung zu finden. Und ja, das war wie so ein Schlag ins Genick, als der gesagt hat, er geht. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Meinst du, ich kriege in einer Woche, 2 Wochen eine Wohnung? Wie soll das funktionieren? Ne, einfach mal kurz fallen gelassen. Ja, gut. Dann habe ich dem Arbeitskollegen gefragt, ob ich nicht bei ihm kurz mal hausen kann. Kurz, bis ich da was gefunden hatte. Das war dann der Zero. Der war voll in Ordnung. Das war ein Kolumbianer. Mit dem habe ich mich
über Jahre top verstanden. Also der hat mir auch geholfen, damals meine Frau kennenzulernen, weil er mir immer übersetzt hat. Ich konnte ja kein Portugiesisch oder Spanisch und der hat ja alles geredet. Also der konnte Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, also ein Multisprachtalent. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt auf dem Bau gemacht hat. Der hätte so leicht überall Geld verdienen können. Und der hat dann gesagt, kannst bei mir pennen, kein Problem, wohnst bei mir. Und ich habe den 2 Wochen ausgehalten. Und ich bin nicht so ein Mensch, der einen lange auf den Geist gehen will. Und ich lag da mitten im Wohnzimmer. Er musste auch immer früher raus, weil wir hatten gerade, das war die Winterdienstsaison, wir mussten ja Winterdienst noch machen. Und er hatte immer früher Alarm als ich, weil ich hatte, wo war ich denn immer? Ich war im, ja, ich musste Schnee räumen im Erotikviertel in Zürich, in der Langstraße, das war mein Revier und da war immer kaum Schnee, weil es automatisch da mitten in der Innenstadt war und das war so warm, dass da der Schnee gar nicht liegen geblieben ist, wir mussten immer nur salzen. Und er hatte Rosengarten, glaube ich, Rosengartenstraße, Hartbrücke, wer sich da in der Schweiz ein bisschen auskennt, da weiter den Berg hoch und ja, da lag halt ein bisschen mehr Schnee, deswegen musste er immer 1 Stunde, 1,5 Stunden früher raus und er ist immer über mich rüber gestiegen, da alles und dran. Da war immer ganz, ja, ich habe mich gefühlt, auch wenn ich ihn da eigentlich störe in seinem Rhythmus, Tagesrhythmus. Dann habe ich da in Gattikon, war so ein kleines Hotel damals, das hieß Sternhotel. Und das Restaurant hieß Stern und dazu war ein Hotel. Habe ich den mal angefragt, ob er nicht ein Zimmer für mich hat, was es kosten würde, für einen Monat immer. Und der hat gesagt, ja, kannst du bei mir, wir haben ein Zimmer frei oben im Dachboden, wenn du Dauermieter bist, 900 Franken im Monat. Aber halt ein Zimmer und eine Dusche, und wenn du willst, auch 5 Euro pro Woche stelle ich dir noch einen Kühlschrank rein. Habe ich gesagt, mach das. Das ist das Beste, was wir machen können jetzt. Da habe ich dann meine Privatsphäre wieder ein bisschen, sage ich mal, und mein Arbeitskollege auch. Auch wenn das schön war, ich sage ja, wir haben zusammen ein Bierchen getrunken, ein bisschen gezockt, ein bisschen gequatscht, war alles top. Also wir waren wirklich danach auch noch Best Buddies. Ne? Wir waren beste Freunde, wir sind überall hingegangen, auch am Wochenende in Discos, in Bars. Ja, das war wirklich dann, ja, mein Best Buddy in der Schweiz auf jeden Fall. Und, aber trotzdem, wie gesagt, bin ich dann in das Hotel gezogen und das war top, hat mir Spaß gemacht da. Denn in der Zwischenzeit habe ich eine Wohnung gefunden, eine 2,5 Zimmer Maisonettenwohnung. Das Hotel, müsst ihr vorstellen, war einfach 200 Meter weiter davor und 200 Meter darunter war schon die Wohnung, die ich gefunden hatte. Aber warum habe ich die gefunden gehabt? Eben, die war 1900 Franken, sehr teuer. Damals plus Parkplatz, glaube ich, noch 160 oder 65 Franken, irgendwie 2000 Franken. Und für eine einzelne Person ist das sehr teuer, sehr viel. Und darum hat sich da kaum einer drauf beworben gehabt. Und ich wurde damals als Nachmieter, einer, der davor gewohnt hat, wollte raus und ich wurde als Nachmieter vorgeschlagen und habe dann damit durch die Wohnung gekriegt. Ja, aber wie gesagt, da wisst ihr schon mal, wo die Reise hingeht. Die Schweiz ist auf jeden Fall nicht günstig, auch wenn man da viel Geld verdient, sind die Nebenkosten da trotzdem sehr, sehr hoch und man muss für alles sehr, sehr viel Geld zahlen. Auch damals habe ich da viel Lehrgeld bezahlt. Ich kannte das noch so aus Deutschland, da bei uns, wenn man das Auto mal schnell stehen lässt, ja gut, da wird es schon keinen Strafzettel geben oder am Strand mal schnell geparkt, da, wenn du da eine Stunde kostet 1 Euro, wenn du den ganzen Tag da stehen lässt, zahlst du letztendlich 5 Euro Strafzettel. Ne, da war in der Schweiz nicht so, da hat man mal schnell 150, 140, 300 und einmal war die höchste Buße, aber ich glaube 17 km/h zu schnell in der 30er-Zone, ich glaube 1800 Franken und 2 Jahre auf Bewährung gewesen mit den Führerschein, also sonst hätten sie mir die 2 Jahre weggenommen, obwohl ich überhaupt kein Raser bin. Aber da in dieser 30er-Zone, das war noch an meinem Geburtstag. Ich wollte schnell zur Tankstelle und Eiswürfel holen für die Getränke zum Kühlen und ich wollte nicht lange weg sein von der Party, weil ich war der Einzige mit Führerschein gewesen, auch in unserer Gruppe. Deswegen sage ich ja, ich habe die Arbeit damals gekriegt, weil ich der Einzige war mit Führerschein. Und ja, da bin ich schnell mit dem Roller dahin gefahren und auf dem Rückweg haben sie mich da genau neben der Bushaltestelle da geblitzt, obwohl da habe ich nie verstanden, warum da immer ein Blitzer stand. Da ist keine Schule, kein Kindergarten, da ist nichts gewesen. Einfach Pampa und da war 30-Zone, weiß ich. Und dann bin ich mit dem Roller mit 47 durch. Ne, mit 20 bin ich durch und 3 war Toleranz, haben sie abgezogen, darum 17 zu viel. 1800 Franken Buße, oh, hat das geschmerzt. Das hat richtig geschmerzt. Vor allen Dingen, wenn ich 2000 Franken Miete zahlen muss und nur 3200 Franken verdiene. Ne? War nicht schön, war nicht schön. Ja, jedenfalls bin ich dann ins Büro rein ein paar Mal, habe dann meinen Lohn damals auf 4000 hochziehen können, aber nicht durch immer nur leere Worte, sondern durch Taten. Ich habe Baustellen angefangen zu übernehmen, war Vorarbeiter, habe große Projekte umgesetzt, also wirklich große Projekte, wo wir dann halt 3-4 Monate daran gearbeitet hatten und habe der Firma gut Geld verdient, sage ich mal. Weil damals war es so, wo ich da hingekommen bin, wurde immer so 7-8 Monate gearbeitet
Und 4 Monate wurden Fehler ausgebessert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Da habe ich gesagt, ja, warum konzentriert man sich nicht einfach die 8 Monate, arbeitet vernünftig und dann braucht man diese nicht ausbessern, so kann die nächsten Projekte angehen. Und dann habe ich mal gesehen, ja, die Mitarbeiter, das waren keine Gelernten. Das waren welche, die waren günstig, sind wir ehrlich, teilweise Alkoholiker und trotzdem Top-Menschen. Also das soll nicht abwertend klingen, überhaupt nicht. Aber man hat gemerkt, dass das nicht Bauarbeiter waren, dass die wussten, was sie machen. Das waren alles Handlanger, Hilfsarbeiter, sage ich mal. Und die sollten da alleine vorher Baustellen führen. Und das ist doch klar, dass das nicht klappt. Ne? Das geht nicht. Naja, jedenfalls haben wir das nachher ruckzuck geändert. Ne? Dann war ich nachher Vorarbeiter, habe die Baustelle vernünftig geplant und dann gab es nicht mehr diese 4 Monate Nachbesserungszeiten. Da gab es vielleicht mal, klar, Nachbesserung kann immer mal geben, je nachdem wie anstrengend der Kunde ist, sage ich mal, ob der auf einen Millimeter genau alles haben will oder ob der sagt, ja, 1 Zentimeter, das passt schon. Ne? Weil da wurde auch viel mit Naturstein gearbeitet und viel mit Platten, sage ich mal, Natursteinplatten und so. Da gibt es immer eine Toleranz. Aber man sagt ja so, die Leute, die viel Geld haben, sind die, die einen am schlimmsten auf die Finger gucken und am günstigsten alles haben wollen. Und das habe ich nachher später, 2014, wo ich meine eigene Firma aufgemacht habe, schnell gemerkt. Ja, wie gesagt, dann sind wir in 2012, dann habe ich meine Frau kennengelernt in einer Disco, die hieß damals Sax. Das war so eine Jazz-spanische Tapas-Disco mit latinischer Musik oder Latino-Musik und so. Voll geil gewesen. Durch meinen kolumbianischen Freund habe ich da eben, oder Kollegen, von den Arbeitskollegen, sind wir da viel an so ja, Latino-Partys gegangen, habe ich voll gefühlt. Ja, meine Frau hatte auch eine Familie in der Schweiz, sie hatte 2 Tanten, eine in Zürich, eine in Luzern, glaube ich. Oder, ja, ich glaube Luzern, müsste ich, aber bin ich mir nicht 100% sicher. Sie hat jetzt gerade einen Termin, sie ist schwer beschäftigt, deswegen muss ich jetzt hier alleine das aufnehmen. Und hat da viel auf die Kinder aufgepasst, weil Kinderbetreuung in der Schweiz ist unendlich teuer. Ich kann euch mal kurz ein Beispiel sagen, als wir unseren Sohn im ersten Jahr in den Kindergarten geschickt haben oder in eine Kinski oder Kita, da haben wir für 3 Tage Vollzeit 1500 Franken bezahlt. Ne? Und Essen und Windeln und so musst du auch noch selber mitbringen. Das wird doch nicht mal vom Kindergarten gestellt. Also ich sage ja, da wo das Geld ist, die sind am kompliziertesten mit den ganzen Regeln, mit den geizig und schlimm. Jetzt da in Portugal zum Beispiel, da wo wir sind, wo wir den gleich weg, der kriegt mit also Frühstück, Mittag, Abendbrot, Kaffee, Kuchen. Denn alles, was er braucht, Wasser, Getränke, Früchte, Bananen, ist alles inklusive. Man zahlt nicht 1 Cent dafür. Deutschland damals war das auch so. Schweden kenne ich auch so. Ne? Also, weil den Kindern gehört die Zukunft und da sollte man schon investieren und eben die Eltern eigentlich dementsprechend entlasten, damit die vernünftig arbeiten gehen können und sich nicht da auch noch drum kümmern müssen und dann überhaupt auf die Idee kommen. Ich kenne so viele Schweizer aus meinem Freundeskreis damals. Ich war ja da im Motorradclub in der Schweiz, 2,5 Jahre, habe da viele Schweizer kennengelernt. Und die haben einfach gesagt, wir wollen keine Kinder, die kosten nicht genauso viel wie ein Porsche oder wie eine schöne Harley oder so und so und so. Da haben die lieber das, oder sie einen Camaro geholt oder eine fette Harley geholt oder 2 Harleys oder eine Custom Harley oder ein Porsche oder einen fetten Audi oder ein Haus oder eine dicke Wohnung oder sind viel mehr reisen gegangen, weil die sagen, Kinder kosten viel zu viel und erstmal, man ist ja schon eingeschränkt in der Freiheit. Sind wir mal ehrlich, ne? Man kann jetzt nicht mehr so frei leben und abends überall in die Disco oder in die Bar gehen oder so. Man konzentriert sich erstmal voll auf Elternsein. Und dennoch kostet das einfach Unmengen an Geld. Die wollen Spielzeug, die wollen Essen, die wollen ein vernünftiges Bett, Anziehklamotten und dann eben noch 1500 Franken für 3 Tage Betreuung in den Kindergarten. Also da muss man ja auch sagen, irgendwo hört es dann auf. Klar, es gibt Zuschüsse, das weiß ich. Je nachdem, wie viel man verdient, kann man sich Zuschüsse holen. Aber wenn man eben über ein gewisses Geld war, ich glaube, das war damals 5.000 oder 5.500 Franken mit 2 Personen, wenn man darüber verdient hat, hat man keine Zuschüsse mehr bekommen. Ja, genau. Und 2012 habe ich meine Frau kennengelernt, 2013 haben wir dann geheiratet. Ich habe dann das eine Jahr komplett erstmal alleine gearbeitet. Und meine Frau hat dann musste erstmal die Schweiz kennenlernen, wie funktioniert das alles und dann. Und das nächste ist auch, wenn man jetzt die sagen ja zu Brasilianer Drittausländer, das heißt dritte Weltländer oder wie auch immer. Ich bin da so ein absoluter Gegner von sowas. Aber
das ist unmöglich, wenn man von da kommt, irgendwie eine Arbeit zu bekommen. Also unmöglich, aber es ist sau schwer. Wie gesagt, bei mir war damals Voraussetzung Führerschein haben, bei meiner Frau, es war einfach nicht möglich. Es war einfach nicht möglich. Also habe ich damals meinen Chef gefragt, ob meine Frau dir am Wochenende auch mal ein bisschen helfen kann, da ein bisschen ein paar Sachen vielleicht reinigen, Fenster putzen oder wie auch immer. Einfach um was dazu zu verdienen. Und da hat er uns auch unterstützt, muss ich sagen. Hut ab, mein Freund. Ich sage, ich war mit meinem Chef sehr gut, auch wenn wir uns daher am Schluss gestritten hatten. Aber wir hatten uns gestritten, weil er mich nicht verlieren wollte. Ne? Ja, das war dann 2014. 2014 habe ich dann gemerkt, das wird nichts mehr. Also wir wollen, wir haben dann schon die Kinderplanung gehabt. Und ich habe gemerkt, das wird nichts. Meine Frau muss vorher arbeiten, damit sie wenigstens nachher ein bisschen unterstützt wird, sage ich mal, mit Kindergeld oder mit irgendwas, sage ich mal, wenn sie ihre 9 Monate schwanger ist und dann nachher noch in der Schweiz, glaube ich, 3 Monate Elternzeit. Das ist sehr kurz da, dass wir da wenigstens Unterstützung haben und für ein Jahr, dass er beim Kleinen ist. Das war mein Grundgedanke, weil wenn ich arbeitslos werde oder wenn ich auf einmal ohne Arbeit da stehe, dann stehen auf einmal 3 Personen ohne Arbeit da. Und wie sollen wir das uns bezahlen können? In der Schweiz ist es nicht einfach so, dass man mal schnell mit dem Ersparten schnell den Monat mal vorstrecken kann, sage ich mal, wenn man ganz unten anfängt. Wenn man nachher schon oben ist und genug Geld auf der Seite hat, klar. Aber wenn man ganz unten anfängt und dann sieht 1000 Franken mit Fernsehen, mit Internet, Handy und Krankenkasse, plus der nochmal 2000 für die Miete, der nochmal Benzin, Diesel und Lebensmittel. Du willst auch noch was essen, die sind ja auch nicht gerade günstig in der Schweiz. Da kommst du nicht hin. Also 4000, da kommst du genau gut über die Runden, aber auch nicht wie in jedem anderen Land. Ob du in Deutschland lebst und gut über die Runden kommst, ist das in der Schweiz dann auch so. Ne? Also da sehe ich jetzt nicht, dass man jetzt, wenn man alleine arbeitet, da gut über die Runden kommt. Ja, und dann war der Gedanke nachher, selbstständig machen. Dann habe ich mit der Stadt Zürich gesprochen, weil wir ja schon lange da, also ich habe 2 Jahre schon da den Winterdienst gemacht, lange, das ist gar nicht so lange, 2 Jahre habe ich da Winterdienst gemacht und hatte da einen sehr guten Eindruck hinterlassen, war immer zuverlässig, pünktlich, wie gesagt, das sind ja meine ja, das ist so kennt man mich einfach. Und dann habe ich den Chef angerufen von der Stadt Zürich, habe den erstmal herausgefunden, das ist ja nicht so einfach. Da steht nicht im Telefonbuch, Chef Wintertour, Chef Winterdienst, bla bla bla. Also bin ich erstmal die ganzen Buchen also ich sag mal, Zürich ist eingeteilt in Zürich Nord, Süd, Ost und West. Und jede Himmelsrichtung, sage ich mal, hat einen eigenen Standort und an dem Standort gibt es auch nochmal einen Standortchef, einen Standortleiter. Und ja, so habe ich mich langsam hochgearbeitet, mit denen gesprochen und der hat mir dann nachher letztendlich einen Kontakt gegeben. Und dann habe ich noch weiter gegoogelt und den auch gefunden. Und dann habe ich nachher herausgefunden, wie der Herr heißt, habe da angerufen und habe gesagt, hallo, ich bin Rico, ich arbeite schon seit 2 Jahren da, sage ich mal, für die Stadt, aber als Angestellter und will mich jetzt selbstständig machen, ob es nicht möglich wäre, da den Auftrag zu kriegen, weil ob ein Gärtner es schafft oder fällt, hängt immer vom Winter ab, immer. Wenn du Arbeit im Winter hast, ist gut, wenn du keine hast, dann brauchst du gar kein Geschäft aufmachen. Ne? Weil ist ja ein halbes Jahr schlecht, also wenn ein guter, harter Winter ist, hast du 5 Monate Hardcore-Wetter und kannst im Garten nicht viel machen. Wer will dich im Garten sehen? Vielleicht zum Bäume schneiden ein bisschen, aber das war's dann auch. Deswegen ist Winterdienst eigentlich wie ein zweites Standbein. Also das ist eins der wichtigsten, also du hast 2 Standbeine. Einmal der Garten, die Gartenpflege und einmal einfach Winter, Schnee. Damals war es so. Jetzt mit dem Klimawandel und mit den heißeren Temperaturen ist es auch nicht mehr so. Ja, und dann hat er gesagt, ja, nein, so machen wir das nicht. Da gibt es öffentliche Aufschreibungen, da muss man sich drauf bewerben und so weiter. Und ja, das geht so nicht. Ne, da habe ich mir gedacht, ja, habe ich mir schon gedacht, dass es nicht so einfach geht. Das würde ja jeder machen. Aber dann habe ich gesagt, ob es nicht eine Lösung gibt, dass man sich auf einer Warteliste aufschreiben kann. Falls einer jetzt spontan in den Winter ausfallen würde, dass mich dann einfach reinrutsche. Ich sage da, ja, das wäre eigentlich das Größte, was ich mir wünschen könnte. Oder könnten wir auch mal unter 4 Augen reden, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen, weil das ist immer sowieso besser. Unter 4 Augen sprechen, nicht am Telefon, dann sieht man, wie der andere sich hat, ob der das positiv aufnimmt. Weil am Telefon oder wenn man schreibt, sieht man nie die Emotionen dahinter. Nimmt er das gut auf, hat der Bock drauf oder sagt er einfach nur das, weil er sich loswerden will oder abwimmeln will. Das merkt man am Telefon ja. Also wenn einer sich gut anstellt, nicht. Ne? Und darum habe ich gesagt, ich will ein 4-Augen-Gespräch. Dann wurden wir eingeladen da. Nein. Dann hat er gesagt, okay, ich schreibe euch auf die Warteliste auf. Und keine Woche später habe ich den Anruf gekriegt.
ich weiß jetzt noch wie heute, ich war da in Thalwil in so einem Café, habe da gerade Mittagspause gehabt, Frühstückspause um 9 Uhr, habe da einen Kaffee getrunken und ein Sandwich gegessen und da drin hatten wir keinen Empfang. Auf einmal sehe ich auf mein Handy Nachricht, Stadt Zürich. Also der Herr, ne, dann habe ich gedacht, das ist es, was soll das sonst sein? Ich raus aus dem Kaffee gestürmt, die Combox abgehört und dann, ja Rico, hallo, da ist, den möchte ich nicht nennen jetzt wieder, immer keine Namen am besten, dann kann man nichts falsch machen, dann tritt man keinen auf den Schlips bei so Sachen. Und ich habe 3 Gruppen rausgeschmissen, weil die letztes Jahr nicht abgeliefert haben. Die waren bei Einsätzen, sind die einfach zu Hause geblieben, sind gar nicht rausgefahren zum Einsatz und haben uns da sehr enttäuscht. Kannst du nicht 3 Gruppen stellen? Da habe ich gesagt, nein, das geht leider nicht. Ich habe nur eine Gruppe, aber die eine Gruppe ist 100% safe. Das bin ich und meine Frau. Und auf uns kannst du dich 1000% verlassen. Dann hat er gesagt, ja, ich bräuchte 3 Gruppen und so. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, wir sind so gut, wir machen das. Alles, was die 3 Gruppen gemacht haben, machen wir. Weil da muss man aufs Ganze gehen. Dann sagt er so, ja, aber das ist, weißt du wie viele Stunden? 15, 16 Stunden, denn wenn du alles... Ja, machen wir. Wie oft schneidet er, sag ich. Der schneidet auch nicht jeden Tag. Wir machen alles, sag ich. Und das war uns so wichtig. Wir brauchten das Geld, wir brauchten diese Chance, uns selbstständig zu machen und diese Chance, das zu schaffen. Das war unsere Chance. Weil meine Frau hat immer noch keine Arbeit gefunden gehabt, da war schon 2 Jahre. Und ja, deswegen war es ja so schwierig, auch da zu über die Runden zu kommen, sage ich mal. Und da habe ich gesagt, nee, wir machen das. Und da habe ich gesagt, okay, kommt vorbei, Hagenholzstraße, ja, Zürich. Kommt er vorbei und dann besprechen wir die ganze Geschichte. Der kriegt eine schnelle Einführung und dann sage ich euch, ihr müsst auch keine Offerte machen oder keine Kalkulation. Wir sagen euch, was ihr kriegt. Das war für mich sowieso ganz recht, weil damals habe ich ja keine Ahnung gehabt, wie die Preise alles dran sind. Und ja, so sind wir reingerutscht in die Selbstständigkeit und haben den Auftrag gekriegt letztendlich. Und da machen wir nächstes Mal weiter, weil das wird ganz spannend. Ich kann euch jetzt schon sagen, das war eine harte Lernphase. Es gab Konkurse leider, aber auch schöne Zeiten und wir haben richtig abgerissen und richtig was verdient und richtig Spaß gehabt dran und vor allen Dingen hier oben sehr, sehr, sehr viel gelernt. In der Schweiz kann ich euch eins sagen, in 1 Jahr ist man so schlau wie in anderen Ländern in 10 Jahren. Also man läuft da auf Hochtouren, man muss da auf Hochtouren laufen. Man muss alles geben, man muss schnell das Leben ist da sehr, sehr schnelllebig, da in Zürich. In der Umgebung ist wieder ganz anders. Ne? Aber in so Großstädten wie Zürich, in der Weltstadt, da geht das bam, bam, bam. Heute kommst du, morgen schon wieder geschlossen, morgen wieder eine neue Firma, dann übernimmt, die Konkurrenz ist da. Ich glaube, in dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, haben sich auch noch 100 andere gerne selbstständig gemacht. Und dann sieht man wieder, über Winter gekommen ist, von den 100 sind vielleicht nur noch 10 da oder 5 da und einer davon waren wir zum Beispiel. Und da haben wir uns so gefreut gehabt und ja, nein, wir sind ja schon wieder bei 30 Minuten und wollen da auch nicht immer zu lange, weil es auch schwierig da 30 Minuten oder eine Stunde so ein Video zu sehen. Und dann machen wir nächstes Mal wieder weiter, genau da in meiner Selbstständigkeit und erzähle euch da mal ein bisschen, weil das wird sehr, sehr spannend und für manche, auch für meine Eltern, die wissen da auch nicht alles genau, wie es gelaufen ist, weil man will ja auch seine Eltern nicht immer ja, mit einem schlechten, wie soll ich sagen, ein schlechten Gefühl da sein, weil es gab Zeiten, kann ich euch schon mal vorweg spoilern, da hatte ich nachher, meine Frau wurde schwanger oder wir haben uns, weil wir gesehen haben, dass es gut läuft, haben uns entschieden, dass wir dass wir uns, wie sagt man, fortpflanzen wollen oder hört sich blödes Wort, dass wir uns vergrößern wollen. So, das hört sich gut an. Dass wir uns vergrößern wollen mit einer schönen Familie. Und auch da in der Schwangerschaft ist, ja, das war so schön. Das war eine schöne Zeit. Und ich musste natürlich Mitarbeiter einstellen. Und ich habe den Mitarbeiter eingestellt, den ich in der Firma, wo ich vorher gearbeitet hatte, ausgebildet hatte. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ich kann dir 3.000 Franken netto zahlen. Und ja, habe mit 6.000, 7.000 mehr kalkuliert, die ich dann reinkriege, dass wir ungefähr gleich Geld kriegen, was damals total Schwachsinn war, weil ich habe letztendlich weniger verdient als mit meinem Mitarbeiter in der ersten Zeit. Aber ja, das sind Sachen, da muss man halt durch. Das lernt man und mir war es einfach wichtig, ja, dass ich mein Wort halte. Ich habe ihm gesagt, du kriegst die 3.000 Franken, warum soll ich denn sagen, auf einmal, ne, geht nicht. Und ich weiß noch, das erste Jahr Weihnachten, da standen wir da und wir hatten einfach nichts. Ich musste meinen letzten 3.000 Franken meinem Mitarbeiter überweisen.
Und wir hatten einfach nichts. Und weil die Kunden auch nicht bezahlt hatten, da waren teilweise die viel Geld hatten, da hatten wirklich eine schlechte Zahlungsmoral. Das hat sich quer durchgezogen über die letzten 9 Jahre, wo ich ja selbstständig war, muss ich wirklich sagen. Die am wenigsten hatten, die haben immer Kaffee gemacht, die haben immer Food, die haben sich um uns gekümmert, die haben gekocht für uns, die haben Spaß gehabt. Und die wirklich viel Geld hatten, die waren abgehoben, die haben uns gesehen, wie ob wenn wir da die letzten Lumpen wären. Und dementsprechend war auch die Zahlungsmoral bei uns oder an uns sehr, sehr gering gewesen, was ich sehr, sehr schade fand. Und deswegen auch eben auch da zum ersten Konkurs kam. Aber wie gesagt, das ist nachher wieder ein anderes Thema, da kommen wir nächstes Mal drauf. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Videos mehr. Und meine Geschichte geht auf jeden Fall nächsten Samstag weiter. Ich danke euch und ciao, euer Rico.